Mitteilung im Fall Donald Trump. Der Supreme Court, das oberste US-Gericht, also gibt die Klärung der Frage von Trumps Immunität an die untere gerichtliche Instanz zurück. Das Verfahren zu Trumps Immunität dreht sich um den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und Trump und seine Anwälte wollen ja erreichen, dass die Anklage fallen gelassen wird. Jetzt muss also wohl erneut entschieden werden, ob Trump in seiner Zeit als Präsident vor Strafverfolgung geschützt oder nur teilgeschützt war. Und Genaueres sagt uns jetzt Michael Wüllenweber in Washington. Ja, Michael, ist diese Entscheidung des Supreme Court jetzt schon ein Teilerfolg für Trump? Auf jeden Fall ist es ein Teilerfolg für Donald Trump. Er twitterte auch, beziehungsweise postete auf seinem eigenen Social Media Kanal. Das sei ein großer Sieg für die Demokratie und für die Verfassung. Dann weiß man also ja, in welche Richtung das schon geht, wie er das interpretiert. Es ist für ihn ein weiterer Zeitgewinn. Also das Verfahren kann man jetzt tatsächlich vergessen. Ja, das wird also so schnell nicht mehr anfangen, nicht vor der Wahl und wahrscheinlich auch nicht zwischen Wahl und dann Inauguration als Präsident im Zweifel. Davon sollte man einmal ausgehen. Das Urteil war entlang der Parteilinien 6:3. Also die konservativen Richter haben offensichtlich dieser Teilimmunität dann stattgegeben. Der Präsident sei jetzt ein König über dem Gesetz. So hat es die einflussreiche unterlegene Verfassungsrichterin Sotomayor im Anschluss an diese Verkündung dann in einem Post klargemacht, wie weitreichend das jetzt sei. Der Präsident könne im Zweifel sogar einen Navy SEAL, so interpretiert es eine der obersten Verfassungsrichter, einen Navy SEAL den Auftrag geben, einen Opponenten umzulegen, zu ermorden, ein Attentat zu verüben, und dennoch ginge der Präsident dann am Ende straffrei aus. Eine Interpretation, die von der Mehrheit nicht geteilt wird, denn sie sagt, dass jetzt definiert werden müsse von einem nachgeordneten Gericht, untergeordneten Gericht, nämlich vom District Court in Washington D.C., was von diesen Aktionen, die zum 6. Januar führten, zum Sturm auf das Kapitol, was davon jetzt privat ist, eine private Handlung Donald Trumps oder eine Handlung als Präsident. Das müsse definiert und begründet werden, und das wird sicherlich dann noch einmal Zeit in Anspruch nehmen. Dann wird man sehen am Ende, wie dann dieses Gericht urteilt bzw. begründet, ob es überhaupt noch zu einem Prozess kommen kann gegen Donald Trump oder nicht. Mein Eindruck ist, ja, aber vielleicht mit weniger Anklagepunkten und mit Beweisen oder potenziellen Beweisen, die dann aus der Anklage gestrichen werden müssen. Soweit die Hintergründe und Informationen zu diesem Zeitpunkt. Michael Wüllenweber, vielen Dank. Und da im Hintergrund geht es ja offensichtlich hoch her in Washington.